Tiefengravur mit einem Mopa-Laser oder einem Faserlaser. Doch wie funktioniert das genau? Welche Einstellungen benötige ich in Lightburn? Oder welche Dateien benötige ich, um solche Tiefengravuren zum Beispiel auf einem Stein oder auf einer Messingmünze selber herzustellen? Und das alles klären wir heute in diesem Video und ich zeige es euch genau, wie das funktioniert. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und das Thema heute, wer hätte es gedacht, Tiefengravur mit einem Mopa-Laser bzw. mit einem Faserlaser. Ich habe es ja schon angekündigt, dass dieses Video kommen wird. Ich habe ja auch sehr viele Anfragen bekommen. Jens, könntest du nicht bitte dieses Thema auch noch behandeln? Ja, das machen wir. Wir werden heute verschiedene Sachen, Tiefengravur machen. Praktisch eine 3D-Gravur. Nee, eigentlich auch nicht richtig 3D-Gravur, sondern es ist ja nur eine 2.5 D-Gravur, die wir vornehmen werden. Und ich werde euch genau zeigen, wie man diese Dateien erstellt und welche Einstellungen ich in Lightburn verwendet habe. Im heutigen Video werde ich ein Mopa-Gerät mit 80 Watt verwenden. Das ist dieser Monport-Laser. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Wer zum Beispiel auch wissen will, was der Unterschied zwischen Mopa und Faserlaser ist, der sollte dieses Video einfach nochmal anschauen. Oder wenn euch dieses Gerät dann einfach interessiert, ich werde es euch oben hier verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal drauf, ist echt cool. Jetzt möchte ich euch noch eine kleine Warnung aussprechen vor diesen Münzen. Wir wollen ja heute eine Messingmünze gravieren. Jetzt gibt es so viele, verdammt viele Fake-Münzen auf dem Markt. Ja, ich bin selber drauf reingefallen, habe mir dieses Ganze bestellt und jetzt sagt mir mal diesen Unterschied zwischen diesen beiden Münzen. Ihr seht keinen Unterschied. Prima, man weiß es beim Bestellen auch im Endeffekt nicht. Aber schaut mal, was hiermit passiert. Messing ist nicht magnetisch. Ha, super, es ist eine ganz normale Stahlmünze. Wirklich einfach nur eine Fake-Münze. Jetzt schauen wir mal die andere Münze an und ihr seht, es ist nicht magnetisch. Das ist die richtige Messingmünze. Und bitte achtet bei der Bestellerei drauf. Wie gesagt, ich bin selber drauf reingefallen. Ich habe die selber falsch bestellt. Und ich werde euch natürlich diese Münze, die richtige Münze, die ich auch genau da bestellt habe, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Fallt da bitte nicht drauf rein und vor allem fallt nicht auf diese absolut Billigangebote rein, weil diese Münzen sind jetzt nicht ganz so günstig und die ganz günstigen, die ist dann wirklich aus Metall. So Leute, bevor wir durchstarten, es gibt immer ein Thema, was mir verdammt wichtig ist und ich in jedem meiner Laser-Videos immer und immer wieder erwähnen werde. Thema Sicherheit. Ein Laser ist kein Spielzeug, auch kein Mopa-Laser und kein Faserlaser. Punkt 1. Schaut niemals in diesen Laserstrahl ohne Schutz eurer Augen. Das heißt, immer eine Laserbrille aufsetzen. Selbst Umgebungsstrahlen sind schädlich fürs Auge. Deshalb niemals reingucken in das Ganze. Am besten ist natürlich, ihr kauft euch ein Gehäuse oder baut euch ein Gehäuse selber. Ich werde euch unten für einen Mopa-Laser bzw. Faserlaser noch ein Gehäuse unten verlinken. Da gibt es sogar noch 10% Rabatt drauf. Punkt 2. Absaugung. Saugt immer diese schlechte Luft ab. Egal was ihr lasert, auch bei Metall gibt es giftige Dämpfe teilweise und natürlich auch bei Kunststoff und sonst irgendwas. Also immer absaugen. Wenn ihr ein Gehäuse habt, ist es natürlich um so einiges einfacher. Punkt 3, ganz einfach, lasst einfach euren Laser niemals unbeaufsichtigt. So, Ende der Sicherheitsbelehrung. Mein Gott, was für eine Verarschung mit diesen Münzen. Naja, Leute, genug gelabert. Wir gehen an den Rechner. Ich zeige euch genau, wie ihr das Ganze mit den Dateien machen könnt und den Einstellungen in Lightburn. Auf geht's! Bevor ich das Ganze euch aber jetzt in Lightburn erkläre, wie das Ganze funktioniert, wir benötigen natürlich erstmal ein Bild, was für die Tiefengravur überhaupt geeignet ist. Da gibt es viele Mittel und Wege, ans Ziel zu kommen. Der einfachste und erste Weg den zeige ich euch jetzt mal. Und zwar gibt es auch kostenlose Dateien im Internet. Könnt ihr bei Google mal schauen. Oder geht zum Beispiel auf diese Seite hier 3dgrayscale.com und da seht ihr schon, das sind verschiedene Dateien, die dann schon vorbereitet sind. Da gibt es auch welche, die man dann kaufen kann. Es gibt aber auch einige kostenlose Dateien. Das seht ihr unten immer an Preis. Dieser Hund, der kostet zum Beispiel auch nichts hier. Das Ford-Logo auch nichts, BMW-Logo auch nichts und so weiter und so fort. Da müsst ihr jetzt einfach mal drauf schauen und ein bisschen durchschauen, ob euch da eine Datei gefällt. Wenn nicht, müsst ihr das Ganze bei Google mal eingeben und dort vielleicht nach kostenlosen weiteren Dateien schauen.
So, und noch die zweite Möglichkeit, die nutze ich am meisten, muss ich sagen. Und zwar habe ich da alle Rechte auf diese ganzen Bilder. Und zwar benutze ich eine KI. Jetzt gibt es viele KIs. Ich benutze eine kostenlose KI. Und zwar ist dies der Image Creator von Microsoft, Designer von Bing. Und dort könnt ihr mal draufgeben, gibt ihr einfach Bing KI-Bilder ein. Und dann kommt sie auf diese Seite. Gehen wir mal einfach drauf. Kommt sie auf diese Seite. Und da seht ihr, wir können, da habe ich schon eins jetzt verbraucht, 15 Credits haben wir kostenlos am Tag. Da braucht ihr aber einen Microsoft-Account, um euch da anzumelden. Und dann könnt ihr 15 Stück am Tag generieren. Das ist eine Menge, muss ich sagen. Das ist überhaupt kein Problem und das funktioniert sehr gut. Was wir dann eingeben, ist ganz einfach. Und zwar, ich habe jetzt nur mal ein paar Beispiele hier generiert. Bas Relief of a Dragon Coin zum Beispiel. Ihr könnt da eingeben, was ihr wollt, aber auf jeden Fall muss Bas Relief drinstehen, of a Viking oder was auch immer. 3D, High Detail, Highly Realistic. Und das gebe ich meistens ein, gehe dann auf Generieren und dann seht ihr schon, was da rauskommt. Da könnt ihr dann euch aussuchen, hier zum Beispiel auch mit der Frau drauf, mit der Wikinger-Frau drauf oder was auch immer. Nochmal Dragon. Ha, schaut's mal. Habe ich mir auch mal generieren lassen. Könnt ihr eine richtig schöne, coole Münze machen. Mit einem Bier drauf. Oh, lecker, lecker. Und so weiter und so fort. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen rumspielen mit dieser KI. Und dann müsst ihr diese Bilder einfach speichern. Also ihr geht dann praktisch drauf und speichert. Oder wenn ihr dann zum Beispiel, jetzt ganz vergessen, wenn ihr zum Beispiel das Coin nicht eingibt, dann kommt dann sowas zum Beispiel raus, also wie Bas Relief Style of a Viking Head with Skulls behind it. Dann seht ihr das Ganze so, dann müsst ihr es halt nochmal selber ein bisschen ausschneiden und ein bisschen bearbeiten. Das ist auch überhaupt kein Problem. Also dann geht ihr einfach drauf auf diese Datei und speichert sie erstmal ab. Was ich dann noch immer wieder mache, das ist, ich gehe in Photoshop oder in ein anderes Programm, das ihr noch habt, und werde dann dieses Bild von der Bildgröße noch mal ein bisschen bearbeiten. Und zwar setze ich da schon mal die DPI hoch. Standardmäßig sind die Auflösungen sind bei 92 dpi. Ich stelle aber standardmäßig schon mal auf 318 dpi hoch. Da könnt ihr auch mal ein bisschen rumspielen von der DPI-Zahl her und gut ist. Jetzt haben wir aber nur diese Münze im Endeffekt selber, aber es ist noch nicht umgewandelt in eine Tiefengravur-Datei. Und das müssen wir uns jetzt erstmal erstellen und da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Wenn wir schon mal dabei sind, wir haben ja gerade mit der KI so ein Bild erstellt. Wenn ihr das Ganze natürlich AI Bas Relief Image Free, wenn ihr das eingibt, dann kommen bei Google auch verschiedene Dateien oder was heißt Dateien, Bilder, die ihr dann praktisch, nutzen könnt, in Anführungsstrichen. Das sind viele wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt, also da ein bisschen aufpassen, was ihr da benutzt. Aber das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, wenn ihr praktisch keine KI nutzen wollt. Aber wir müssen trotzdem auch diese Dateien, wenn wir da was rausnehmen, müssen wir die ja trotzdem noch in eine Tiefengravur umwandeln. Ach ja, ich habe nochmal eine Seite gefunden und zwar laserpix.com, kann ich euch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr da auf Free eingibt und DevMap eingibt, dann kommen dann auch verschiedene Dateien, die ihr kostenlos nutzen könnt. Ihr klicken wir jetzt einfach mal an und dort wird dann die Datei auch erzeugt. Das heißt, ihr seht dann hier diese Tiefengravur, diese DevMap, seht ihr dann so und auch dieses Resultat könnt ihr natürlich dann auch kostenlos downloaden oder ihr könnt es auch Bezahlversion nehmen. Das heißt, da könnt ihr ein Pricing anschauen und gut. Also das ist auch nur eine weitere Art, wie ihr an so eine Datei einfach kommt. Aber ich wollte euch ja zeigen, wie man dann praktisch eure eigene Datei, die ihr KI gerne generiert habt, umwandelt. So, hier eine Möglichkeit, um ein Relief umzuwandeln in eine Tiefengravur-Datei. Und zwar geht ihr auf diese Seite dev-r.com. Dort könnt ihr dann einfach 3 freie am Tag DevMaps machen. Und zwar müsst ihr dann eure Datei jetzt uploaden. Geht ihr mal auf Upload, dann öffnet sich natürlich euer Browser, euer Fenster. Wir haben jetzt mal diesen, zum Beispiel, nehmen wir mal den Wikinger hier zum Beispiel. Gehen wir mal auf Öffnen und dann lädt das Ganze nämlich rein. Das dauert ein bisschen. So, jetzt kommt das Bild, wird hier reingeladen und jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Ihr seht, das ist ja praktisch das Relief, was wir in der KI erstellt haben. Und zwar können wir jetzt erstmal drücken Generate. Dann wird das Ganze generiert. Dann seht ihr jetzt gleich eine Tiefengravurdatei. Gut, jetzt seht ihr hier schon mal diese Datei oder praktisch das Bild. Jetzt gehen wir nochmal auf High Details
und gehen nochmal auf Update. Jetzt seht ihr dann praktisch, diese Datei ist fertig. Ihr braucht sie praktisch im Endeffekt nur noch speichern. Hier könnt ihr dann, wo haben wir es denn? Hier, Save, könnt ihr das Ganze speichern. Fertig, das Ganze macht ihr dann als PNG und speichert es auf eurem Rechner. Eine weitere Möglichkeit, um Bilder umzuwandeln, ist diese Seite. Aber ihr braucht dazu den Google Chrome Browser und noch einen Google Account. Da müsst ihr euch anmelden und dann diese Seite hier aufrufen, weil wir auf die Server von Google zugreifen. So, und zwar seid ihr auf die Seite angekommen. Alles werde ich natürlich euch, wie schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Seid ihr auf dieser Seite angekommen, dann klickt ihr erstmal auf diesen Link. So, und jetzt gehen wir dann auf der Seite oben auf Verbinden. Das kontrolliert ihr nochmal da oben was, geht ihr auf diesen kleinen Pfeil und die Laufzeittyp ändern und kontrolliert, ob da T4 GPU drin steht. Und wenn das drin steht, alles gut. Und wenn nicht, klickt das einfach an. So, jetzt können wir einfach, hier steht zwar Press Shift und F9 to run, aber es funktioniert auch anders. Ihr braucht nur noch auf diesen Pfeil hier draufklicken, dann kommt so eine Warnung, die könnt ihr dann trotzdem ausführen klicken und dann sucht ihr eure Datei aus. Im Endeffekt könnt ihr dann praktisch wieder diese Datei auswählen, geht auf Öffnen und dann könnt ihr erstmal einen Kaffee trinken gehen, weil das wird eine ganze Weile dauern. Also so 5 bis 10 Minuten dauert das Ganze, bis diese Datei umgewandelt wird. Da passiert jetzt sehr viel im Hintergrund. Es wird erstmal die Datei hochgeladen und so weiter und so fort. Und wenn das Ganze dann durch ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, jetzt ist es fertig, hat jetzt so ungefähr so um die 6-7 Minuten gedauert und jetzt könnt ihr ein bisschen runterscrollen und dann kommt das Resultat. Wir haben es dann hier eine Low Resolution und wir haben eine High Resolution. Und bei der High Resolution, die benutzt ihr, die kleinere braucht sie im Endeffekt nicht. Nimmt ihr die High Resolution, geht es dann praktisch Rechtsklick und Bild speichern und könnt das praktisch dann, dieses Bild dann einfach abspeichern. Ich habe es ja schon gemacht. Also das wird dann auch in PNG gespeichert. Das noch kurz zwischendrin, warum müssen wir das Ganze überhaupt umwandeln? Ja, damit der Laser praktisch diese ja, ich sage jetzt mal, erhabenen Stellen erkennen kann. Das wird bei so einer Datei, wenn wir es umwandeln vom Relief in eine Depth-Map, angezeigt durch hellere Stellen. Alles, was heller ist, sind erhabene Stellen. Also da weiß der Laser dann ganz genau Bescheid, okay, hier ist es erhaben und alles, was dunkel ist, da geht es eher dann in die Tiefe rein. Eine weitere Möglichkeit ist 3D-Dateien. Wer 3D konstruieren kann, ist auch eine coole Möglichkeit, das selber zu machen. Also da könnt ihr auch selber generieren, was ihr wollt, wenn ihr das Ganze könnt, das konstruieren. Aber wer das nicht kann, der kann auch auf Seiten gehen, wie zum Beispiel das carls3d.com. Da könnt ihr dann praktisch eingeben, was ihr sucht. Zum Beispiel Medaillon, geht's auf Free und dann kriegt ihr einige Anzeigen, hier ein paar Münzen und so weiter und so fort. Diese Dateien könnt ihr dann auch euch kostenlos downloaden. Oder was ich jetzt meistens benutze, ist dann zum Beispiel Thingiverse. Da gibt es ja auch Medaillonen ein. Oder je nachdem, was ihr sucht. Und da haben wir zum Beispiel auch ein nettes Beispiel. Und diese 3D-Münze oder diese gedruckte Münze von Fluch der Karibik ist eigentlich ganz cool. Und die werden wir dann, denke ich mal, nachher auch mal nutzen. Und die einfach mal kostenlos downloaden. Aber diese Datei ist ja eine 3D-Datei, eine STL-Datei und die müssen wir natürlich erstmal umwandeln in PNG. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt einfach mal diese 3D-Dateien umwandeln können. Da gibt es verschiedene Seiten im Netz. Ich habe da auch einen relativ guten hier gefunden, und zwar STL-Dateien to PNG-Converter. Da können wir dann ein paar Einstellungen vornehmen und einfach mal die Münze reinladen. Also hier würde ich dann mal, da müsst ihr schauen, Top oder Front, je nach Datei. Seid natürlich nicht. Bei mir ist es jetzt hier Top. Und zwar erhöhe ich ja schon mal die Pixelanzahl auf 2000 zum Beispiel. Und der Depth Offset, ich sage jetzt mal so roundabout zwischen 15 und 20 könnt ihr eingeben. Geben wir jetzt einfach mal 20% ein. Wählt dann die Datei einfach, die ihr jetzt dann praktisch gedownloadet habt. Nehmen wir einfach mal als Beispiel diese Münze. Und dann wird das Programm einfach arbeiten. Ihr seht schon, es passiert was. Und dann müssen wir jetzt einfach ein bisschen warten, bis das Ganze fertig ist und dann könnt ihr es schon speichern.
Gut, das Ganze ist fertig. Seht ihr jetzt hier diese Münze? Das kommt immer auf die Datei drauf an, was da am Schluss rauskommt. Ich habe auch noch mal eine andere Datei verwendet, die schaut dann so aus. Die schaut dann wieder ganz anders aus. Das sind die Linien sind ein bisschen härter. Das heißt, es wird auch nicht ein bisschen abgerundet. Das wird dann auch Tiefengravur wird es zwar geben, aber schaut halt anders aus, wie zum Beispiel dieses Modell hier. Das schaut aber doch auch relativ cool aus. Das Ganze könnt ihr jetzt dann downloaden und einfach abspeichern. Und dann können wir im Endeffekt schon ins Lightburn gehen. Ihr habt es jetzt aber auch gesehen, es gibt viele Mittel und Wege ans Ziel zu kommen. Da müsst ihr jetzt einfach mal schauen, ob ihr dann einen Weg von hier wählt oder selber noch mal ein bisschen rumgoogeln. Da gibt es, wie gesagt, noch einige andere Wege dazu. So, meine Lieben, wir haben ja ein passendes Bild generiert und wir werden jetzt als Beispiel unseren Totenkopf von Fluch der Karibik einfach benutzen. Ihr ladet jetzt praktisch, ihr öffnet erstmal Lightburn, ladet euch dieses Bild hier rein, verbindet natürlich euren Laser, hier seht ihr Monport 80 Watt Mopa und ladet erstmal das Bild rein. So, jetzt ziehen wir das Bild im Endeffekt erstmal kleiner, dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Dieser Ring, das ist einfach nur eine Linie, das ist eine Hilfslinie. Diese Linie muss so groß sein wie eure Münze oder halt euer Objekt, wo ihr das Ganze drauf haben wollt. In unserem Fall gravieren wir jetzt eine Münze mit Tiefengravur und deshalb diese Münze hat bei mir den Innenrand hat sie 37 Millimeter. Gut, dann zeichnet ihr euch mal das Ganze auf und legt das Ganze dann auf in die Mitte. Das könnt ihr dann oben hier mit diesem Fadenkreuz machen. Das ist absolut die Mitte. Jetzt nehmt ihr euer Teil, eure Grafik, tut es jetzt auch in die Mitte. Und jetzt können wir das Ganze im Endeffekt erstmal zusammenschieben und immer mal wieder ein bisschen in die Mitte legen. Und so seht ihr praktisch den Rand, was ihr haben wollt. Also wir gehen dann praktisch auf diesen Rand hier und das Ganze stellen wir jetzt erstmal ein. Okay, dann habt ihr das Ganze jetzt richtig schön ausgerichtet und jetzt macht ihr erstmal dieses Bild hier auf, klickt auf die Linie oder praktisch hier auf diese Linie, haltet die Steuerung-Taste gedrückt, schaltet das Bild wieder an und markiert somit beide Sachen. Jetzt braucht es im Endeffekt nur auf die rechte Maustaste klicken, Maske auf Bild anwenden. Jetzt seht ihr das Ganze. Damit ich das dann nachher besser positionieren kann, werde ich nochmal was machen. Maske und Bild ebenen. So, jetzt haben wir das Ganze erledigt. Jetzt ist es praktisch eine Datei, ist zugeschnitten und somit können wir die Münze im Endeffekt gravieren. So, jetzt habt ihr das Ganze ja zugeschnitten. Jetzt geht es darum, erstmal um die Einstellungen zu finden. Ihr wisst ja, ich habe einen Mopa-Laser von Monport mit 80 Watt. Wie gesagt, schaut euch das Video nochmal an von diesem Gerät, ist echt cool. So, dann gehen wir nochmal drauf. Und ich zeige euch mal die Einstellungen. Bei meinem 80 Watt Laser ist es so, ich verwende diese Einstellungen für die Münze. Ihr müsst natürlich jetzt selber natürlich ein bisschen gucken, wie es bei euch ist. Da das ein Mopa Laser ist, kann ich die Pulsbreite noch zusätzlich einstellen. Fangen wir aber erstmal bei der Geschwindigkeit an. Geschwindigkeit 2000, 85%, Frequenz 40 Kilohertz und 200 Nanosekunden. So, Scanwinkel ist 45 Grad und ich gehe jetzt hier auf eine DPI von 1000. Und jetzt ist es wichtig. Und das geht nur mit einem Faserlaser oder mit einem Mopa-Laser. Da müsst ihr dann hier 3D geschnitten einstellen. Ihr kennt ja diese anderen Werte hier und es funktioniert nur bei dem, bei dem Mopa und beim Faserlaser. Also 3D geschnitten. Jetzt haben wir mal die ersten Einstellungen gemacht. Nein, stimmt nicht. Und zwar, ich mache jetzt das Ganze mit 256 Durchgängen. Gut. Aber ich tue es dann noch eine extra Option anwählen und zwar einen Clean-Up-Pass. Und dann taucht da oben nämlich die Reinigung auf und die stellen wir ein bei 3000, 20%, 100 Kilohertz und 200 Nanosekunden, auch mit 1000 dpi. Und ich will einen Clean-Up-Pass nach jedem 5. Durchgang will ich den machen. So, dann stelle ich hier diese 5 ein und ich will die ganze Münze im Endeffekt reinigen. Das heißt, das komplette Bild wird dann gereinigt. So. Und schon sind wir fertig mit den Einstellungen und wir können im Endeffekt loslegen, auf Start drücken, das Ganze positionieren und ja, warten, bis es fertig ist und schauen, wie das Ergebnis wird.
Boah, richtig geil, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ich habe noch einen Stein gemacht, ich habe den Bitcoin gemacht und noch eine andere Münze gemacht. Also wir haben jetzt mal 3 Münzen da, die will ich euch natürlich jetzt erstmal zeigen. Aber vorab, Leute, alles, was ich jetzt im Video verwendet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vor allem achtet bitte, noch einmal erwähnt, auf diese Münzen. Es gibt verdammt viele Fake-Münzen auf dem Markt. Ich habe euch die richtigen unten verlinkt. Ebenso denkt an die 10% bei Monport. Ihr kriegt auf eure komplette Bestellung 10% Rabatt, was richtig viel ist. Schaut da auch nochmal drauf. Ich werde es euch unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. So, aber jetzt schauen wir uns die Sachen an. So, nun seht ihr hier die Ergebnisse, richtig cool. Bei der Münze muss ich gleich mal sagen, bei der Totenkopfmünze, ihr müsst immer selber wissen, wie ihr das Ganze poliert. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen used poliert, also dass es ein bisschen ja, gebraucht ausschaut. Also, schauen wir es uns mal genauer an. Also ihr seht, da ist es noch ein bisschen dunkel dabei. Es ist schön glänzend, aber doch noch irgendwie dunkel an manchen Stellen. Und das gefällt mir ehrlich so gut. Und ja, was sagt ihr dazu? Schaut doch richtig cool aus, diese Münze. Ich habe jetzt ja auch noch eine andere Münze graviert. Die habe ich jetzt auch ein bisschen, ja, so halb used lassen. Also ihr seht, dieser Kopf, der kommt auch mal richtig cool rüber. Und diese Details da drin sind echt richtig cool und enorm. So, jetzt kommen wir mal zu diesem Bitcoin zum Sprechen. Diesen Bitcoin habe ich ja dann praktisch ohne Deep Map gemacht, Death Map gemacht. Und ihr seht, kommt auch richtig cool raus. So schaut eigentlich dann praktisch eine Münze aus. Also mir gefällt sie sehr gut. Könnt ihr gerne auch mal alles noch in die Kommentare reinschreiben. Ja, wenn er halt wirklich so viel wert wäre. Wäre halt auch schön, gell? Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Stein. Bei diesem Stein auch richtig cool. Ich habe jetzt mal gemessen und zwar kommen wir hier auf eine Tiefe von knapp 4 mm. Mit diesen 250 Durchgängen, was ich hier gemacht habe, kommt auch mal richtig cool. Also ihr seht, wenn ich das ein bisschen lupfe, wie tief das ist, man sieht es dann wirklich richtig schön, kommt doch mal auch richtig geil. Für die Leute, die jetzt wieder fragen, wie polierst du? Ich poliere die ganzen Sachen hier mit diesem verschiedenen Equipment. Hier ein Poliermotor von Dictum mit einer schönen Welle und solchen Aufsätzen. Ich werde euch alles unten einfach nochmal in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr wisst, womit ich gearbeitet habe. So, wer jetzt noch andere Möglichkeiten kennt, um solche Dateien zu erstellen oder andere Einstellungen weiß, wo es vielleicht noch besser geht, der darf gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich habe euch ja einige Möglichkeiten heute genannt, um solche Dateien zu erstellen und die Einstellungen in Lightburn. Wie gesagt, das ist alles für ein 80 Watt Mopa Lasergerät von Monport. Wie gesagt, dieses Video könnt ihr euch auch noch mal anschauen, ist echt ein cooles Gerät. Die Monport hat natürlich auch noch andere Lasergeräte wie CO2-Laser, auch Faser-Lasergeräte haben sie genauso da, Faserlaser. Und da könnt ihr einfach mal drauf schauen und vergesst nicht diese 10% Rabatt, die ich euch rausgehandelt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte dem einen oder anderen jetzt weiterhelfen, wie man das Ganze macht, wie man so Tiefengravuren im Lightburn auch einstellt. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz, vergesst die kleine Glocke nicht. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.